Hallo, grüß euch, ich bin die Lisa Reichert vom Weingut Reichert in Donauskirchen im wunderschönen Leitergebirge im Burgenland. Wir sind da jetzt gerade in unserem Hofsatz, also Riede-Hofsatz, und wir haben schon unser Saatbett vorbereitet und wollen jetzt unsere Begrünungsmischung einsehen mit unserem neuen APV-Streuer. Passt, dann gehen wir es an. So, wir haben jetzt die Location gewechselt und wir sind jetzt in der Riede Bergweingarten. Die Ella ist auch dabei und geht schon wieder weiter. Ja, wir haben da unsere Scheibenecke von Agromas. Die haben wir ein bisschen optimiert, damit das für den Streuer funktioniert. Und ja, im Streuer drinnen haben wir eine super Begrünungsmischung aus ganz vielen verschiedenen, wie zum Beispiel Buchweizen, Luzerne, Wicke, Roggen, Klee, Phacelia, Raps ist auch ein bisschen drinnen, also ja, ganz viele verschiedene Sachen. Was erstens gut ist fürs Wurzelwachstum, Böden werden gelockert dadurch und zusätzlich haben wir aber für die Artenvielfalt, also für die Insekten und für die Bienen super Nektar, was wir anbieten. Eigentlich einfach eine super tolle Mischung, was die Reben unterstützt im Endeffekt, auch für den Humusaufbau sehr wichtig ist. Vom Weingarten in den Stahltankkeller. Wir sind jetzt bei uns im Weingut und wir produzieren ca. 70% Weißwein und 30% Rotwein. Und die Weißweine werden eigentlich hauptsächlich hier vinifiziert. Wir haben ein sehr großes Sortiment und die Weißweine sind aber eher immer spritzig, fruchtig, eher leichte Weine zum Trinken. So, wir sind jetzt im Presshaus. Hier wird unser Traubenmaterial verarbeitet. Neben mir ist die Presse. Und ja, das Traubenmaterial, also die Beeren, die einzelnen, kommen dann eben in die Presse und unten kommt dann immer der frische Most raus. Bei den Rotweinen ist das ein bisschen anders, da gehen wir jetzt dann rauf. So, wir sind jetzt einen Stock höher und neben mir seht ihr die Rotwein-Gärtanks. Und zwar ist es nämlich bei den Rotweinen so, dass zuerst die Maische, also die Beeren, kommen in die Tanks rein und sind da dann ca. 3 bis 4 Wochen, bis die Gärung beendet ist. Und dann kommen sie erst in die Presse. Unsere Rotweine werden natürlich ein bisschen anders ausgebaut als unsere Weißweine, weil die sind ja klassisch im Stahltank und unsere Rotweine werden in Holzfässern ausgebaut. Und zwar kommen so Sorten wie unser Blauer Zweigelt oder der Blaufränkisch zuerst in die großen Holzfässer und danach kommen die Sorten wie zum Beispiel der Merlot oder Cabernet Sauvignon in die Barriques. So, wir sind jetzt in unserem Abfüllraum, wo unsere Weine in die Flasche kommen. Ja, ich erkläre das jetzt mal kurz, wie das hier funktioniert. Und zwar wird der Wein hier in die Flasche befüllt. Dann kommen die Flaschen hier weiter, wo diese Schrauber auf die Flasche raufgesetzt werden. Dann fährt die Flaschen weiter und wird der Schrauber hier befestigt. Und dann kommt die Flasche schon zum Etikettierer, wo die Etiketten dann auf die Flasche raufkommen. Wir befinden uns jetzt in unserem Verkaufsraum. Hier finden eher immer kleinere Weinverkostungen statt. Unseren Betrieb gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert und erst unser Opa hat das Ganze dann zu einem reinen Weinbaubetrieb umgewandelt. Momentan führen meine Eltern den Betrieb und meine Schwester, die Anna und ich wollen den Betrieb in Zukunft gemeinsam übernehmen. So, jetzt trinkt man noch was in unserer Weinschale. Da haben wir immer im Sommer unseren Buschenschank und haben verschiedene Tapasteller zum Beispiel und natürlich auch unsere Weine zu verkosten.
Unseren Buschenschank haben wir im Sommer immer im Juli und August jeweils eine Woche geöffnet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommt und mit uns anstoßt.